Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist 16:30 Uhr. Ich sage, wir warten wie immer mal noch 1, 2 Minuten, weil gerade noch sehr viel eintrudeln und dann geht es gleich los. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer ersten Sepsis-Akademie im Jahr 2023 begrüßen. Und ich glaube, bis zum April hin darf man es ja tun. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams des Sepsis-Dialogs und der Sepsis-Akademie ein gesundes, schönes, fröhliches und erfolgreiches 2023. Und ich glaube, wir starten mit unserer Reihe in diesem Jahr gleich mit einem Thema, was sehr viele interessiert. Das hat man an der Zahl der Voranmeldungen gesehen. Und ich freue mich, dass Herr Professor Daniel Reuter, der Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin am Universitätsklinikum, also an der Universitätsmedizin in Rostock ist, unserer Nachbaruniversität. Also das ist dann nochmal ein ganz besondere Freude für uns hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Herr Reuter ist jemand, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit intensivmedizinischen Themen beschäftigt hat und ganz besonders immer wieder mit dem hämodynamischen Monitoring. Das war in seiner Zeit in Hamburg-Eppendorf, als er dort stellvertretender Klinikdirektor in der Anästhesie war, genauso wie heute in Rostock. Und zusätzlich auch mit solchen Fragen wie extrakorporalen Ersatzverfahren und der Sepsis allgemein. Insofern ist mir eine große Freude, dass es für heute geklappt hat, dass er zu diesem etwas provokanten Titel, den wir gewählt haben, Stellung beziehen muss. Und ich freue mich sehr auf den Vortrag von Ihnen, Herr Reuter, und die anschließende Diskussion. Bitte. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Warte auf diesem virtuellen Weg. Und alles Gute für 2023. Und Herr Gröntling, gerne bin ich natürlich der Einladung gefolgt, der Einladung der Schwesteruniversität. Das Thema, ja, das treibt uns natürlich intensivmedizinisch ganz zentral immer rum. Hämodynamisches Monitoring, hämodynamisches Management in der systemischen Inflammation, in der Sepsis. Ich will das heute versuchen, wirklich so praktisch wie möglich zu machen und so übergeordnet wie möglich. Das heißt, ich möchte mich nicht verlieren in irgendwelche technischen Details, welches Monitoring-Verfahren ist jetzt in welcher Situation valide, sondern will das vielleicht ein klein wenig mehr in den gesamten Rahmen der Behandlung von kritisch kranken Patienten in der Sepsis einordnen. Nicht erst seit der Sepsis-3-Definition wissen wir, dass wenn ein Patient eine systemische Inflammation hat und das Richtung Schock geht, dass das
eine lebensbedrohliche Situation ist. Und der septische Schock, der ja nun eine Mischform aus verschiedenen Schockformen ist, natürlich primär ein distributiver Schock, aber wir haben natürlich auch Anteile des hypovolämen Schocks und auch des kardiogenen Schocks im Zweifelsfall mit dabei, dass das mit einer wahnsinnig hohen Letalität auch weiterhin verbunden ist. Und deswegen, ich meine, wenn man da die Bibel der Sepsistherapie sich anguckt, die Surviving Sepsis Campaign Guidelines, die erste Anfang der 2000er, gedruckt damals 2004. Und wenn man, da spielt natürlich hämodynamisches Monitoring und das hämodynamische Management natürlich ganz am Anfang immer eine zentrale Rolle. Wenn man sich das aber wirklich über die Jahre anguckt, und wir sind jetzt inzwischen bei der 5. Variante der Surviving Sepsis Campaign Guidelines, dann stellt man da fest, wenn man sich anguckt, was da noch übrig geblieben ist von ursprünglichen Dingen, die wir diskutiert haben, vom Pulmonalis-Katheter, von der zentralvenösen, gemischtvenösen Sättigung, was da zum Schluss übrig geblieben ist, im Moment in diesen Ein-Stunden-Bundles, und auch wenn man sich die Guidelines genauer anguckt, dann ist es wahnsinnig, wahnsinnig wenig. Ich frage mich dann manchmal, ist jetzt der Patient im septischen Schock weniger komplex geworden? Oder wie können wir das erklären? Ich glaube, dass das viel auch mit dem Punkt von Standardisierung und letztendlich auch Rationalisierung ist und eigentlich komplett einen anderen Weg geht, den wir immer proklamieren, nämlich, dass wir viel mehr individualisierte Therapie machen wollen und dass vielleicht manche Dinge doch nicht ganz so einfach sind, wie wir das versuchen abzubilden in irgendwelchen Leitlinien beziehungsweise Algorithmen. Wenn wir jetzt aber bei dem Thema Schock und septischer Schock sind, dann hat es da in den letzten 10 Jahren letztendlich schon ein bisschen differenziertere Betrachtung gegeben. Und das Ganze ist in der Europäischen Fachgesellschaft, der ESICEM, in einer großen Arbeitsgruppe gemündet, die letztendlich zwei Konsensuskonferenzen auch genau zu diesem Thema hämodynamisches Monitoring im Schock abgehalten hat. Das erste war 2006, relativ früh, nachdem die Surviving Sepsis Campaign Guidelines rauskamen, und nochmal eine Neuauflage 2014. Und wenn wir in diese beiden Leitlinien reingucken, gab es dann auch kurz danach einen schönen vergleichenden Artikel dazu. Einmal diese Leitlinie, die 2007 dann, beziehungsweise dieses Konsensus-Statement, was 2007 veröffentlicht worden ist, versus dem von 2014. Dann gibt es, wo sich ja eigentlich die Veränderungen über die Zeit abbilden sollten, dann gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Änderungen, aber schon ein paar entscheidende. Das eine, ein bisschen mehr untergeordnet, kommen wir aber gleich auch nochmal dazu, die Definition des Schocks, die etwas universeller geworden ist. Zum Thema Blutdruckziele beim Patienten in der Sepsis, das Thema Individualisierung. Sie erinnern sich vielleicht an es gab eine große im New England Journal publizierte Studie, die genau auf dieses Ziel abgehoben hat, dass die Zahl, der magische Blutdruck von 65 mm Hg als Ziel in Frage gestellt wurde und tatsächlich die Diskussion auf jeden Fall losging, die wir immer noch führen, wie weit ist da eine Individualisierung der Ziele tatsächlich sinnvoll. Wir haben das Thema der dynamischen Parameter und überhaupt dieser Begriff der Fluid Responsiveness, der letztendlich noch gar nicht so alt ist, physiologisch. Sagen wir mal, wir haben das immer alles unter Vorlast abgeordnet, aber abgeheftet. Vorlast Monitoring, Vorlast Volumen, aber das letztendlich dynamische Parameter und diese Frage der Volumenreagibilität beantwortet wird und klinisch wirklich Einzug genommen hat, das ist noch gar nicht so lange der Fall. Und schließlich natürlich
und darauf möchte ich dann im Weiteren auch noch ein bisschen detaillierter eingehen, das Thema erweitertes hämodynamisches Monitoring, nämlich die Schlagworte Echokardiographie und dann HZV-Monitoring, PAC-PICO, können wir jetzt noch ergänzen, auch durch die immer weiter minimalinvasiveren Ansätze, die wir versuchen, peu à peu vielleicht auch auf der Intensivstation zu implementieren. Dann ist es aber mit Leitlinien schon ziemlich fertig. Und wenn man sich anguckt im nationalen und internationalen, dann findet man gar nicht so wahnsinnig viele Leitlinien zum Thema Hämodynamik. Und wenn man sie findet, dann glauben Sie mir, sind da nicht viele wirklich gute dabei. Ich glaube wirklich eine der richtig, richtig guten Leitlinien zum Thema Hämodynamik in der Intensivmedizin, das ist die in Deutschland hier entstanden ist, nämlich für die postoperative Therapie von herzchirurgischen Patienten. Das ist eine verdammt dicke Leitlinie, wo wahnsinnig, wahnsinnig viel drinsteht, wo sich mit Sicherheit auch viele Dinge auch auf die Behandlung von intensivmedizinischen Patienten außerhalb der Herzchirurgie durchaus übertragen lässt. Das Problem mit Leitlinien und deren Konversion in die Praxis ist aber, wie wir, glaube ich, alle mehr oder minder leidvoll wissen, das ist in der S3-Leitlinie Herzchirurgie ganz, ganz besonders auch, finde ich, der Fall. Es ist eine wahnsinnig detaillierte Methodenkritik drin, das ist ein wahnsinnig dicker Wälzer. Das ist in dem Fall also es spezifiziert auch eine enge Zielgruppe. Hier ist es die Herzchirurgie. Vor allen Dingen, was die praktische Anwendung anbelangt, da steht relativ wenig drin, was Fragen anbelangt, naja, wann eskaliere ich denn Monitoring hoch und vor allen Dingen auch, wann deeskaliere ich das Ganze wieder. Praktisch häufig relativ wenig konkret, um das wirklich auf die Straße zu bringen. Und deswegen möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen versuchen, die Physiologie und Pathophysiologie und die pathophysiologischen Fragestellungen und Entscheidungen, wenn wir uns mit einem Patienten im Schock oder einem Patienten in der hämodynamischen Instabilität konfrontiert sehen, was da eigentlich so alles bei uns passiert oder passieren sollte. Und ich versuche das mal so die Fragen anzureißen, was muss ich verstehen? Welche Informationen brauche ich letztendlich, um das zu verstehen, was ich verstehen muss? Welche Informationen brauche ich dann schließlich, um adäquat handeln zu können? Welche Informationen brauche ich, um vielleicht meine Handlungen auch und die Folgen auch in der Folge dann zu überprüfen? Und welche Informationen brauche ich, um gegebenenfalls dann adäquat korrigieren zu können und nachsteuern zu können? Und ich versuche das mal in so ein, naja, der eine oder andere wird das jetzt aus dem Qualitätsmanagement kennen, in so einen Regelkreis überzuführen. Wenn wir da in der Mitte, wenn wir da die Fragestellung haben, Patient, der einer hämodynamischen Instabilität zum Opfer gefallen ist. Ich glaube, die Frage hämodynamische Instabilität, die müssen wir auch gleich mal klären. Wann steigen wir denn da tatsächlich ein? Was läuft dann an Entscheidungsprozessen bei uns ab? Na klar, am Anfang muss immer bei einer hämodynamischen Instabilität die Differentialdiagnostik stehen. Die dient nämlich dazu, dass wir die Pathophysiologie, die dahinter steht, vielleicht verstehen. Und das ist, finde ich, das kann man sich eigentlich nicht häufig genug klar machen, gerade bei diesen hochkomplexen Patienten im septischen Schock, in dem Geschehen des Sepsis. Dieser Patient im septischen Schock, das ist halt eine Mischform von verschiedenen Schockformen. Ich werfe da nur als Schlagwort ein, neben der Volumenverschiebung, die wir dort haben, sind es halt auch ganz klar, ganz häufig, viel häufiger, als wir früher immer gedacht haben, auch kardiale Komponenten, also Schlagwort myokardiale Dysfunktion, septische Kardiomyopathie, die da im Raume steht. Und bei Patienten, die
gerade in unserem, sagen wir mal, in unserem Metier, wenn wir Patienten haben, die auch noch einen chirurgischen Hintergrund haben, ganz, ganz häufig haben wir da auch noch Blutungskomplikationen. Das heißt, es ist nicht nur eine Distributionsfrage, sondern im Zweifelsfall auch ein hämorrhagischer Schock. Umso wichtiger ist, dass wir bei diesen Patienten, wenn wir die zur Behandlung bekommen, natürlich wirklich alle am Anfang wirklich mit einer Differentialdiagnostik einsteigen. Danach, auf der Basis dieser Differentialdiagnostik, entscheidet sich die Therapie. Und vielleicht ist es nicht immer so der Fall, dass Volumen oder Vasopressoren immer der richtige Therapieeinstieg dabei ist. Und mit der Differentialdiagnostik können wir tatsächlich die richtigen therapeutischen Maßnahmen dann auch einleiten. Dann kommt die entscheidende Phase, wie überwachen wir denn unsere Therapie? Und das ist dann, worüber ich ja dann im Eigentlichen noch sprechen soll, die Festlegung wirklich der Monitoring-Modalität. Die brauchen wir auch, um im weiteren Verlauf den Therapieerfolg, den wir hoffentlich haben, tatsächlich auch beurteilen zu können. Ist es gut, dann und der Patient entwickelt sich in die richtige Richtung, dann ermöglicht uns das auch, tatsächlich Entscheidungen zu treffen, wann wir vielleicht auch Monitoring-Strategien deeskalieren können. Beziehungsweise, fast noch wichtiger, wenn das nicht in die richtige Richtung geht, wenn die Therapiebeurteilung negativ ist, dass wir auch wieder in die Reevaluation einsteigen können. Das heißt, dass dann dieser Regelkreislauf im Grunde genommen wieder ganz oben anfängt. So, aber jetzt erstmal die Frage, was ist denn eigentlich hämodynamische Instabilität? Und hämodynamische Instabilität, die Extremform davon natürlich das lebensbedrohliche Syndrom des Schocks. Und wenn wir da in die dieses Konsensusstatement von 2014 reinschauen, dann ist es, finde ich, sehr, sehr gut formuliert, dass gesagt wird, klar, ein zirkulatorischer Schock wird definiert als ein lebensbedrohlicher Zustand, eine generalisierte Form von Kreislaufversagen, der assoziiert ist mit einer inadäquaten Sauerstoffverwertung der Zellen. Und das resultiert in eine zellulären Sauerstoffminderversorgung mit erhöhten Blutlaktatwerten als Zeichen der anaeroben Energiegewinnung. Und dieses Statement of Fact, was hier dahinter steht, das finde ich eigentlich in der Beurteilung, in der Evidence, sagen wir mal, in unseren Beurteilungskriterien der evidenzbasierten Medizin echt eigentlich eine sehr starke Aussage, dass man sich damals genau zu diesem Wording hat hinreißen lassen. Das heißt, und damit sind wir schon bei dem ersten Differentialdiagnostik und Monitoring-Tool, und das ist das Laktat, was meines Erachtens wirklich dementsprechend auch in diese Kategorie Monitoring-Strategie, Monitoring-Eskalation unbedingt mit reingehört. Daran machen wir letztendlich fest, ob eine Kreislaufinstabilität über die Zeit tatsächlich sagen wir mal, in einen Schock mündet, und dementsprechend gibt es uns die Schwere dieses Kreislaufversagens sehr, sehr gut wieder. Dass das nicht alles ist und dass wir auch mit anderen Dingen, die noch ganz, ganz weit weg von irgendwelchen Monitoring-Hardwares verbunden sind, noch viel erreichen können, das hat diese Studie gezeigt, die wahrscheinlich auch dem einen oder anderen durch die Hände gegangen ist, der Andromeda Shock Trial. Das ist eine multizentrische Studie aus Südamerika gewesen von einigen was das Herz-Kreislauf-Management anbelangt, total beschlagenen und angefixten südamerikanischen Intensivmedizinern, die Anfang 2019 publiziert worden ist und dann so ein bisschen in dem ganzen Covid-Geschehen in der Folge dann letztendlich ein bisschen untergegangen ist.
Was haben die gemacht? Die haben gesagt, neben diesem klassischen Herangehensweise über Messungen von Laktat und anderen hämodynamischen Monitoring, wie schaut es denn aus mit, wenn wir dann tatsächlich auch noch einen Parameter der Mikrozirkulation, den wir über Patientenuntersuchung mit einfließen lassen, lässt sich damit das Ausmaß eines Kreislaufversagens und dementsprechend, sagen wir mal, die Eskalation früher beginnen. Und dementsprechend neben dem klassischen Herangehensweisen gemäß der Surviving Sepsis Campaign, dass das Serumlaktat der führende Parameter dabei ist, wurde halt auch noch der althergebrachte Parameter, den wir in unserer täglichen Praxis wahrscheinlich ganz, ganz selten regelhaft anwenden, mit eingeführt, algorithmisch, nämlich die Capillary Refill Time, die zur Beurteilung letztendlich des Schweregrades oder auch der Therapiesteuerung in der schweren Sepsis, im septischen Kreislaufversagen, im septischen Schock mit eingeführt worden ist. Und die Ergebnisse auch, das ist jetzt hier die Überlebensrate dieser Studie, auch in Gelb die Kontrollgruppe, die da Laktat geführt worden ist, und in hier dunkel dargestellt in Grün, wo auch noch die periphere Perfusion, sprich der Capillary Refill Test mit implementiert worden ist. Auch wenn das jetzt knapp an einer Signifikanz vorbeigeschrammt ist, zeigt es, das ist ein total wertvoller Parameter, offenkundig, wenn man ihn strukturiert einsetzt, im Sinne eines wirklich ganz praktischen, basalen hämodynamischen Monitorings zur Beurteilung dieser Patienten. Und dementsprechend würde ich sagen, dass neben diesem Metabolismusparameter Laktat zu unserer Grundausstattung des hämodynamischen Monitorings auch definitiv die körperliche Untersuchung gilt und wir letztendlich auch Algorithmen mit in unsere klinische Praxis mit einführen sollten, wo wir das sinnvoll mit einbauen. Gut, jetzt möchte ich aber trotzdem noch ein Schrittchen weitergehen. Das hier ist ein Monitoring-Screenshot eines Patienten, ist noch gar nicht so alt, noch ein Dreivierteljahr alt. Patienten auf unserer Intensivstation. Gibt es bestimmt bei Ihnen auch jede Menge Patienten, die genauso aussehen. Und wenn man sich das jetzt mal so global anschaut, könnte man ja sagen, wir haben hier 2 Blutdrücke gemessen, war ein herzchirurgischer Patient. Das ist super, Sättigung ist super, ein bisschen schnell ist er, ZVD ist niedrig. Eigentlich würden wir sagen, da können wir ja definitiv nicht von einer hämodynamischen Instabilität sprechen. Ja, wenn man den Blick jetzt ein bisschen weiter nach rechts schweifen lässt, wo unser Perfuserbaum steht, dann sieht es so aus. Und da sehen wir, dass wir bei diesem Patienten in der Situation eigentlich so ziemlich alles aufgefahren haben, was unser Medikamentenschrank zur Kreislaufstabilisierung so hergibt. Und wenn man hinter den Monitor guckt, da wo dann im Zweifelsfall auch noch die Dialysemaschine steht, auch dort haben wir dem Patienten mitgeholfen, dass das Laktat auch gar nicht mehr so hochgehen konnte. Das ist natürlich ein maximal hämodynamisch instabiler Patient. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Würden wir aber eigentlich von den reinen Monitoring-Zahlen so einfach erstmal gar nicht sagen können. Und dementsprechend gilt, und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Zusatz, dass wir natürlich bei der Beurteilung eines Patienten, ob der jetzt wirklich ernsthaft gefährdet ist, sprich im Schock ist oder nicht, natürlich auch die Kontextinformation außenrum total wichtig ist, nämlich zum Beispiel die herz-kreislauf-wirksame Medikation. Das heißt, den können wir natürlich numerisch kompensieren, aber damit geht es ihm trotzdem noch nicht besser. Der ist immer noch im Schock dementsprechend. Also, dementsprechend, was sollten wir wann einsetzen? Wir sollten eigentlich zum Monitoring immer einsetzen, logischerweise das Basismonitoring, was wir haben. Aber es sollte neben dem Laktatmonitoring auch immer eine
strukturierte körperliche Untersuchung, Capillary Refill ist, glaube ich, wirklich ein richtig wichtiges Schlagwort dazu gehören und logischerweise die Kontext, ich sehe gerade, hier fehlt das T, die Kontextbetrachtung des Patienten, in welcher klinischen Gesamtkonstellation haben wir das denn einzuordnen. Gut, am Anfang steht jetzt natürlich die Differentialdiagnostik. Und das brauchen wir letztendlich, um die Pathophysiologie zu verstehen und dementsprechend richtig in die Therapie einzusteigen. Und mit was machen wir Differentialdiagnostik? Ich glaube, das Werkzeug Nummer 1, das ist, glaube ich, unbestritten, ist diesbezüglich natürlich das Stethoskop des 21. Jahrhunderts, Echokardiographie. Wenn man da mal so reinguckt zum Thema, wenn man bei PubMed eingibt, hämodynamisches Monitoring ICU und sich mal Übersichtsarbeiten anguckt, dann hat man auch den Eindruck, da steht gleich an erster Stelle Ultraschall und an dritter und vierter Stelle stehen im Zweifelsfall auch Ultraschall. Das ist das Thema, was uns innerhalb der letzten 10 Jahre total angefixt hat und begleitet hat. Letztendlich auch, weil die Technologie viel besser geworden ist. Und das ist großartig, dass wir das so dermaßen auf unsere, sagen wir mal, in unsere Intensivmedizin aufgesogen haben. Und dementsprechend möchte ich Ihnen auch nur mal als Beispiel zeigen, dass das richtig, richtig Relevanz haben kann. Eine Studie, eine kleine Studie von hier um die Ecke, nämlich aus Göttingen, wo sich die Göttinger Kollegen eine ganz spannende kleine observative Studie gemacht haben auf 2 ihrer Intensivstationen. Da wurden nämlich insgesamt über 100 explizit nicht kardiologische, nicht kardiochirurgische Intensivpatienten observativ beobachtet. Da hat jeder Patient eine Ultraschalluntersuchung bekommen. Gar nicht die Frage, ob das indiziert gewesen ist oder nicht, sondern im Rahmen dieser Studie haben diese 111 Patienten quasi eine Reihenuntersuchung bekommen. Und was dabei rauskam ist, das fand ich also jetzt von den Größenordnungen schon wirklich spannend, keine signifikanten kritischen kardialen Abnormalitäten, also pathologische Befunde, hatten 23,4%, während alle anderen Patienten, die 74,8%, in irgendeiner Form, beziehungsweise die 76,6% in irgendeiner Form eine kardiale Abnormalie gehabt haben in der Situation, von denen ein hoher Anteil wirklich auch, sagen wir mal, ein kritischer war, der letztendlich dann auch in eine Therapie mit eingehen sollte. Und was man da alles gefunden hat, das brauchen wir jetzt gar nicht im Detail zu gucken. Da ist letztendlich das Who is Who an kardialen Pathologien, die bei einem kritisch kranken Patienten entstehen können, wirklich mit dabei. Also das zeigt nur einfach, dass wir mit der Echokardiographie, wie viel wir mit der Echokardiographie dabei denn sehen können, vielleicht auch das eine oder andere, was wir gar nicht erwarten würden. Das bildet sich jetzt auch in den gerade vorhin angesprochenen Leitlinien bzw. Konsensus-Statements wieder. Die ESICM hat es damals geschrieben, ganz klar, wie man hier sieht. Wir sagen, wenn die Hämodynamik nicht klar ist, auf jeden Fall eine Echokardiographie machen. Und die deutsche S3-Leitlinie für die herzchirurgischen Patienten sagt es genauso. Jetzt wird man da auf der Intensivstation letztendlich auch ganz häufig damit konfrontiert, also wie man das machen kann. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Gibt es verschiedenste Schulungsmöglichkeiten, Algorithmen, wie man strukturiert Patienten untersuchen kann. Das ist jetzt ein Aufschlag gewesen, den wir hier vor 2 Jahren mal gemacht haben für den perioperativen Patienten. Aber mit was man ganz, ganz häufig jetzt konfrontiert wird, ist natürlich die Frage, hoppsala, jetzt bin ich gerade versprungen, also bei jedem Patienten sollte letztendlich bei jeder neuen hämodynamischen Instabilität die Echokardiographie wirklich mit reingenommen werden. Und das Zweite, auf das ich gar nicht im Detail groß noch eingehen will, weil es die Zeit sonst wirklich sprengen würde, genauso gehören auch körperliche Manöver dazu, wie der Passive Leg Raising Tests,
bevor wir tatsächlich auch diese Therapiestrategie Volumengabe wählen, ganz einfach zu machen, wirklich mit einer hohen Aussagekraft, was wahrscheinlich viele unnötige Volumenbelastungen von Patienten vielleicht exkludiert. Also das ist letztendlich der ganz, ganz entscheidende Punkt, damit wir unsere therapeutischen Maßnahmen letztendlich genau in die richtige Spur bringen können. Jetzt geht es darum, wie machen wir denn tatsächlich die Therapieüberwachung, ob unsere Therapie in die richtige Richtung läuft und die Therapiebeurteilung, ob wir im Zweifelsfall was ändern müssen. Und da wird man letztendlich jetzt mit der Frage gestellt, was machen wir denn da an erweiterten hämodynamischen Monitoring, wenn die initiale Echokardiographie und das Basismonitoring, vielleicht noch die kontinuierliche arterielle Druckmessung nicht ausreichen. Da haben wir natürlich viele Möglichkeiten, sei das jetzt mit PICO oder Ähnlichen, oder natürlich auch die Echokardiographie. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz häufiger Punkt, mit dem man konfrontiert wird, dass natürlich wir mit diesen erweiterten hämodynamischen Monitoring ganz, ganz viel pathophysiologische Rationale haben. Wie viele Arbeiten gibt es dazu, warum jetzt das GEDV vielleicht der bessere Volumenparameter ist, das extravaskuläre Lungenwasser und so weiter und so fort. Es gibt relativ wenig Evidenz im klassischen Sinne, das, was wir so als klassische Evidenz im Rahmen von Evidence-Based Medicine betrachten. Die richtigen Outcome-Studien mit einem Überlebensvorteil, die wird es nie mit einem Überlebensvorteil für ein einzelnes Monitoring-Device, die wird es nie geben, aber dementsprechend sind auch die Kriterien, wie sie in Leitlinienempfehlungen eingeordnet werden, relativ schwierig. Ohne Frage sind zusätzliche Monitoring-Verfahren mit mehr Aufwand verbunden und ganz ohne Frage haben sie überhaupt gar keinen Nutzen, wenn man sie nur reinsteckt, weil es eine Empfehlung ist, aber dann darauf im Zweifelsfall überhaupt nicht reagiert wird, gar keiner drauf schaut. Und was immer durch den Raum zieht, ist natürlich, wieso? Kann ich doch eigentlich alles mit Echo machen. Und das glaube ich, das müssen wir uns genau diese Frage, ich glaube, die Echokardiographie hat so eine zentrale Bedeutung in der Intensivmedizin bekommen, aber genau diese Frage muss man, glaube ich, nochmal kritisch untermalen. Können wir denn wirklich alles mit Echokardiographie machen? Das ist eine Studie, die wir 2014 gemacht haben und das finde ich ist immer noch absolut aktuell, weil es also die Situation jedenfalls bei uns auf der Intensivstation wahrscheinlich auch noch so widerspiegelt. Was haben wir damals gemacht in einem großen, sagen wir, in einer großen konzertierten Aktion mit vielen Intensivmedizinern in Deutschland? Wir haben nicht nur eine Fragebogenaktion gemacht, sondern wir haben eine Punktprävalenzstudie mit aktuellen Patientendaten gemacht. Wie wird ein hämodynamisches Monitoring und Management auf deutschen Intensivstationen, deutschen, österreichischen und schweizerischen Intensivstationen gemacht? Wir haben einmal abgefragt, was haben denn die Intensivstationen alles für Monitoring-Verfahren da? Und das sieht man hier aufgetragen, der Prozentsatz an Intensivstationen, die die verschiedenen Monitoring-Verfahren zur Verfügung haben. Und da sehen wir eigentlich, alle haben TE und TTE zur Verfügung, fast alle haben pulmonales Katheter und PICO zur Verfügung. Also dementsprechend könnte man sagen, naja, im Grunde genommen können alle Patienten auch, was Echokardiographie anbelangt, rund um die Uhr abgedeckt werden. Dann haben wir aber die tatsächlichen Patientendaten aus den letzten 24 Stunden dort abgefragt und haben die analysiert. Und dabei kam dann raus, von diesen insgesamt fast 2000 Patienten, die wir untersucht haben nur 34 einzelne Patienten, also weniger als 2%,
in dem Beobachtungszeitraum von 24 Stunden tatsächlich eine Echokardiographie bekommen. Und das ist natürlich, da waren jetzt auch, sagen wir mal, hämodynamisch stabile Patienten dabei, aber trotzdem, ich glaube, das spiegelt ganz gut wider. Ein richtiges Monitoring-Device kann das denn wirklich nicht sein. Und ich glaube, die Antwort da ist auch relativ klar, dass natürlich für ein Monitoring-Device heißt, es muss die ganze Zeit laufen. Das heißt, das macht die Echokardiographie in der Regel nicht selber. Und dementsprechend kann es auch nicht wirklich als Monitoring-Device dementsprechend funktionieren. Einen zweiten Aspekt, den ich, auch wenn die Verfahren der Echokardiographie immer besser geworden sind, das nochmal rausstreicht, dass die Echokardiographie ein großartiges Diagnostiktool ist, aber die Monitoringfähigkeiten wirklich eingeschränkt sind, zeigt hier diese Arbeit, die noch gar nicht so lange her, 2020 veröffentlicht worden ist von einer skandinavischen Arbeitsgruppe, im Rahmen der Evaluation einer automatisierten Echo-Software, die Cardiac Output automatisiert bestimmen kann. Und was die gemacht haben, die haben sich 50 Patienten postoperativ herzchirurgisch dort angeschaut und haben einen Methodenvergleich gemacht mit einem PAC versus einmal Cardiac Output bestimmt versus Echo manuell, so wie wir das klassischerweise machen, und dann auch mit einer von dem Hersteller eingeführten automatisierten Cardiac Output Echokardiographie Software. Und Studiendesign, das, also wie gesagt, die Patienten zu 2 Zeitpunkten letztendlich gemessen worden sind mit diesen beiden, letztendlich mit den 3 Verfahren, einmal dem Pulmonales-Katheter, einmal manuell echokardiografisch und dann auch nochmal mit dieser automatisierten Software. Und wenn man sich diesen Methodenvergleich, das Wichtige bei dem Monitoring-Verfahren ist ja, dass wir die Veränderungen über die Zeit, dass wir das quantifizieren können, unser Messergebnis, und damit wir das dann auch über die Zeit vergleichen können. Und das sind jetzt hier die Scatterplots und auch dieser Bland-Altman zum Thema pulmonales Katheter versus manuelles TEE, und das sieht schon relativ, sagen wir mal, sehr weit gestreut aus, um das mal so zu sagen. Aber noch deutlicher wird es, wenn man so einen Methodenvergleich sich anguckt, wenn man sich so einen 4-Quadranten-Plot anschaut, wo die Veränderungen des Cardiac Outputs beider Verfahren über die Zeit, gegeneinander geplottet sind. Und eigentlich müssten diese Messverfahren, diese Ergebnisse wirklich alle definitiv, upsala, das war die falsche Richtung, hier in diesen beiden Quadranten liegen, da oben und da unten. Das heißt, dass es in die gleiche Richtung geht. Und das sieht man hier, das ist ein komplettes Streuen, das sagt, diese Verfahren plotten die Veränderungen über die Zeit, und das ist das, was ein Monitoring-Verfahren ausmacht, überhaupt nicht kongruent gegeneinander. Und das Gleiche gilt auch, wenn man jetzt diese automatisierte, man könnte ja argumentieren, naja, das ist, weil halt jedes Mal die Hand ein bisschen anders zittert dabei, auch wenn das automatisiert erfolgt, sieht es im Grunde genommen genauso aus. Und das unterstreicht nochmal bei aller zu Recht hohen Wertschätzung oder hohen Einordnung der Echokardiographie zum Thema Differentialdiagnostik, ein Monitoring-Device, um komplexere hämodynamische Parameter zu erfassen, das schafft es einfach nicht. So, und dementsprechend Stand 23, Echokardiographie ist auf der Intensivstation definitiv kein Monitoring-Verfahren. So, dann kommen wir jetzt zu der Frage, wann sollen wir das denn tatsächlich wirklich einsetzen? Und prinzipiell gilt es hier nochmal diese Definition des Schockes, letztendlich bei allen Patienten, bei denen wir genau diese Problematik, wenn ein Patient offenkundig in einer Kreislaufdysfunktion ist, die letztendlich dazu führt, dass die Sauerstoffversorgung nicht adäquat ist,
dann und wir weitere Therapieschritte brauchen, die wir so nicht beantworten können, dann ist erweitertes hämodynamisches Monitoring erforderlich. Das heißt, bei jedem Patienten, bei dem nach adäquater kardiovaskulärer Differentialdiagnostik und trotz der eingeleiteten Therapie, die wir eingeschlagen sind, keine nachhaltige Stabilisierung eintritt. Und das beinhaltet wirklich, und das nochmal unterstrichen, definitiv auch die Patienten, die wir im Zweifelsfall numerisch von der Makrohämodynamik durch unseren NOR-Perfuser, durch unseren weiß der Teufel was stabilisiert haben, aber trotzdem wir mit den Zeichen einer Sauerstoffmangelversorgung letztendlich nicht besser werden. Genau da scheint genau unsere Monitoring, unsere therapeutische Strategie noch nicht ausgeklügelt genug. Und dementsprechend gehört hier die Eskalation einer Monitoring-Strategie definitiv dazu. Das Entscheidende ist meines Erachtens wirklich die praktische Umsetzung, die wirklich schwierig ist. Und wir haben versucht, das bei uns in eine Form der SOP zu bringen, die ich Ihnen jetzt hier zum Schluss noch kurz darstellen will. Natürlich, die Ziele sind, auch da können wir über die Details streiten, die Ziele sind gesetzt so, wie wir sie auch in den Leitlinien her kennen. Wir wollen stabilen Blutdruck haben, wir wollen keine pathologische Laktatproduktion haben, Zeichen der Sauerstoffbalance dabei und Zeichen der Endorganfunktion. Das sind die Ziele, die wir dabei haben. Natürlich, wenn wir das bei einem Patienten nicht erreichen, müssen wir in unserem Standard-Monitoring, in unserem basalen non-invasiven Monitoring natürlich eskalieren. Da gehört eine invasive arterielle Druckmessung dazu. Da gehört auch in aller Regel natürlich die, sagen wir mal, das Ausstatten mit auch zentralen Zugängen dazu. Und die nächste Eskalationsstufe, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, initial damit, dann ist das erweitertes hämodynamisches Monitoring, sei das PICO, seien das andere Verfahren, mit denen ich mich auskenne, mit denen mehr Informationen dazukommen. Wie machen wir das im Moment fest? Wir sagen, und ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht über die tatsächlichen Absolutwerte, die hier stehen, streiten, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber streiten, ab einer gesteigerten Medikamentendosierung, Noradrenalindosierung. Wir sagen, wenn wir die Therapie mit 2 oder mehr Katecholaminen machen, dann gehört definitiv die Eskalation zu einem erweiterten hämodynamischen Monitoring dazu. Letztendlich, wenn wir genau da stehen bleiben mit protrahiert hohen Laktatwerten, aber dann kommt das, was hier unten steht, ganz klar regelhaft zum Einsatz. Das heißt nämlich bei jeder relevanten Veränderung oder bei dem auf der Stelle treten der Therapie gehört immer die regelhafte echokardiografische Reevaluation im Sinne einer neuen Differentialdiagnostik dazu. Total empfehlenswert dazu, meines Erachtens, und das möchte ich als Zusammenfassung hier stehen lassen, ist ein Artikel, der jetzt auch schon ein paar Jahre hinter sich hat, in Intensive Care Medicine erschienen, 2016, getrieben vor allen Dingen von dem Kollegen aus Paris, Jean-Louis Teboul, mit einem Algorithmus zum hämodynamischen Monitoring und Management im akuten Kreislaufversagen, der genau dieses widerspiegelt. Letztendlich das primäre Assessment, das Einzige, was man hier ändern würde, glaube ich, inzwischen ist, dass man diese Echokardiographie noch früher hier oben hinstellt. Das heißt, in der akuten Kreislaufinstabilität, die wir festmachen, an Parametern, an unseren Standardparametern, aber vor allen Dingen auch am Laktat und an der körperlichen Untersuchung, der echokardiografische Einstieg in die Differentialdiagnostik, wenn auf den primären, und jetzt sind wir in dem Bogen hier links, wenn auf den primären Therapieansatz aus dieser Information und unserem Basismonitoring inklusive der arteriellen Druckkurve eine Therapie
eine Stabilisierung möglich ist, dann ist das alles gut. Genau dann bleiben wir genau auf diesem Level. Und wenn das sich nicht erreichen lässt, wenn die Response insuffizient ist, dann ist das genau der Einstieg in erweiterte hämodynamische Strategien, sei das PICO, sei das Pulmonalis Katheter. Ich denke, da zählt vor allen Dingen das, wo man am meisten mit Erfahrung hat. Aber auch da gilt, auch diese Dinge werden einem nur helfen, wenn man sie dann dementsprechend auch adäquat einsetzt. Und jetzt freue ich mich auf spannende Fragen aus dem Chat. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Reuter, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, der einerseits praxisorientiert war, aber eben auch die Literatur aufgearbeitet hat, die für diese Aspekte relevant sind. Und für die Diskussion nochmal der Hinweis, Sie haben theoretisch 3 Möglichkeiten. Ich werde versuchen, die abzugrasen. Das ist einmal der Chat, das wäre mir am liebsten, dann F&A und Sie können gerne auch die Hand heben und ich werde versuchen, die 3 Varianten auseinander zu klamüstern. Ja, ich werde vielleicht mal anfangen, weil aktuell noch nichts im Chat ist und hätte ja vielleicht gleich noch die erste provokative Frage. Ich habe gerade nebenbei mal geguckt, mir fiel gar nicht mehr der Name des Autors an. Es war tatsächlich 1996, als die Connors-Studie publiziert wurde und wo praktisch der Pulmonalarterienkatheter, den wir bis dahin ja zur Überwachung dieser Patienten gegeben haben. Ich glaube, es gab noch der PICO gab es sowieso noch nicht, aber das COLD-System davor gab es, glaube ich, zu der Zeit schon. Und die Aussage der Studie war ja eigentlich, das ist mit dem Pulmonalarterienkatheter ist also nicht hilfreich, bringt uns nichts. Und im Kleingedruckten stand, weil er nicht eingesetzt wird, weil er nicht konsequent angewendet wird. Und ich frage mich, ob eben nicht genau das auch für die anderen Verfahren gilt. Also wenn ich halt ein PICO etabliere und dann nicht regelmäßig, und Sie haben es ja in Ihrer SOP schön gezeigt, wie wichtig das ist, nicht regelmäßig schaue, dann werde ich den Patienten nicht nutzen damit. Und ich muss halt da verfahren. Das wäre nochmal die Frage, wie Sie das garantieren. Also, dass man da wirklich eben dran bleibt. Oder ob es vielleicht neuere Daten gibt, dass gerade so ein Dranbleiben was bringt und. Genau diese Daten zum Thema PICO, wie damals aus den Pulmonalis-Katheter-Studien, die gibt es ja auch. Ja, es gibt ja auch ich glaube, eine Studie, die aus Indien kommt, von vor 3 oder 4 Jahren, die gezeigt hat, es gibt eine indische Studie, es gibt eine australische Studie, die zeigt, naja, wir haben eine PICO-Gruppe gemacht und eine ohne und keinen Unterschied und in manchen Dingen vielleicht auch so ein bisschen schlechter. Genau, weil nicht hinterlegt ist, was damit gemacht werden soll und dass da was regelhaft gemacht werden soll. Also das Red Cap-Phänomen, das gibt es natürlich bei diesen Devices genauso. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei diesen Patienten, was man einführen sollte, was ist natürlich, dass man da, weiß ja schon, das Kalibrieren da alle einmal in der Schicht und so weiter und die Daten sich angucken, aber das viel, viel Wichtigere ist, womit das viel intuitiver wird, das Einführen, ich mache in jeder, mindestens einmal am Tag oder am besten bei jeder Schicht, bei diesen Patienten, die hämodynamisch instabil sind, eine transtorakale Echokardiographie, weil dann denke ich auch plötzlich wieder über diese anderen Parameter, die ich da im Zweifelsfall auf dem Monitor habe, plötzlich wieder nach, aha, wie muss ich das denn jetzt tatsächlich einjustieren? Ich glaube, das ist so ein ganz praktischer Ansatz dabei. Ja? Aber natürlich, ich finde, wenn man sowas also wenn man einen Patienten da mit einem PICO hat, dann gehört eigentlich mit dabei, dass man auch bei der Visite, wenn man da durchgeht, sich das anguckt und im Zweifelsfall da auch diese Messungen dementsprechend macht und das im Kontext diskutiert. Ja.
Also das fand ich einen sehr interessanten Hinweis, die Kombination mit dem Echo, ne, dass man dann in dem Aspekt nochmal denkt, oh, jetzt habe ich hier mein Echo gemacht und das sieht so und so aus, wie sind eigentlich die anderen Parameter? Ja, finde ich spannend. Es sind einige Fragen da. Die erste, die eingetroffen war, wie machen Sie in Rostock bei einer VV ECMO, was ist da Ihr Standardmonitoring? Also können wir jetzt auch irgendwie 2 Stunden drüber reden, was da an Pico-Verfahren dann noch irgendwie valide sind. Da kann man mehr benutzen, als man so denkt. Ganz klar, dass diese Patienten natürlich Standard AT dabei haben, und da spielt die Echokardiographie eine große Rolle, weil ich glaube, also man kann beim Pico fast, also HZV, warum soll ich ein HZV bei einer VV-ECMO, gerade was Pulskulturverfahren anbelangt, nicht verwenden? Mir geht es, man kann das verwenden, das geht ja auch wirklich es geht ja auch vor allen Dingen nicht um die Absolutwerte, sondern wirklich um den Trend. Aber was wir wirklich versuchen, ganz konsequent wirklich zu implementieren, und da sind wir auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist ganz klar eine regelhafte echokardiografische Evaluation, auch wenn das kein wirkliches Monitoringverfahren ist. Ja, herzlichen Dank. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass die Chat-Funktion nicht richtig aktiviert ist. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Schreiben Sie bitte in F und A, da funktioniert es offensichtlich. Da ist die nächste Frage nach der Refill-Time. Also da ist die Bemerkung, dass es ja von Untersucher zu Untersucher sehr schlecht standardisiert ist. Haben Sie da irgendwie, gibt es da irgendwas, gibt es da Standards, gibt es da Scores vielleicht sogar, wie man das standardisieren kann? Ganz, ganz hervorragende Frage, und die ist auch vollkommen gerechtfertigt und richtig. Ich würde auch nicht behaupten, dass die Capillary Refill Time, die ist auch kein Monitoring-Tool, sondern das ist ein Diagnostikum. Entweder sie ist gut oder sie ist schlecht. Ja. Frage gibt's kein strukturiertes, sagen wir mal, Einordnungstool, dass ich es wirklich irgendwie graduiert über die Zeit quantifizieren kann. Okay, vielen Dank. Ja, das haben wir auch oft als Problem diskutiert. Ich glaube, das Entscheidende ist, und deswegen haben Sie es ja wahrscheinlich auch genannt, dass es ja wenn es auch schwer standardisierbar ist, doch ein Tool ist, was ein Teil der klinischen Untersuchung ist. Ne? Dass man eben den Patienten genau anguckt und genau dann wird man eben diese Informationen bekommen. Ja, richtig. Dann ist eine weitere Frage, ich habe übrigens den Chat jetzt aktiviert. Wie versuchen die Kollegen in Rostock 24/7 TTE zu etablieren? Also sprich die Expertise. Es hätte von mir sein können, die Frage. Natürlich, wir haben auf der Intensivstation auch viel zu wenige Echo-Geräte stehen, aber wir haben zumindest immer eins da stehen. Wir haben, der Weg geht über Ausbildung. Es laufen, was auf wahnsinniges Engagement von einigen unserer Mitarbeiter ganz besonders basiert, machen wir regelhaft für unsere intensivmedizinischen Youngster und auch die Erfahrenen ganz niederschwellige TTE-Kurse auf der Station, damit jeder die Scheu davor verliert, sich den Schallkopf da einfach, das Gerät sich rüberzuschieben und es zu machen. Ja. Und ich glaube, genau nur darauf geht es. Und ich kann es wirklich nur raten, jede freie Zeit dabei wahrzunehmen. Natürlich kann man da immer drüber lesen, so und so viel Untersuchungen müssen quasi supervidiert beigebracht werden. Ja, natürlich brauchst du den Einstieg dazu, aber dann ist es die Frage, das Machen und die Scheu zu verlieren, drauf zu gucken, uns einzusetzen. Ja. Und das ist, ich glaube, da ist bei uns über die letzten Jahre wirklich viel, viel passiert, dass das eine Selbstverständlichkeit ist für viele, das so einzusetzen. Ja, vielen Dank. Dann eine weitere Frage.
neben den invasiven Monitoring wird gefragt nach der Thorax-Impedanzmessung, wie Sie das sehen, deren Stellenwert. Jetzt zum HZV-Messen, Impedanzmessung. Als nicht-invasives hämodynamisches Monitoring. Also muss man ganz klipp und klar sagen, die non-invasiven Monitoring-Verfahren, egal ob das jetzt Impedanz- oder Reactance-Messungen zum HZV-Messen sind definitiv nicht State of the Art, so dass man sie für den Routinegebrauch wirklich einsetzen kann. Also da muss man auch sagen, so viel Invasivität, wie wir bei den Patienten machen, ob ich da jetzt, sagen wir mal, eine Arterie, einen arteriellen Katheter drin habe oder dann einen Pico-Katheter drin habe. Ich finde die Diskussion jetzt hier über die Invasivität, da machen wir viel invasivere Dinge in unserem täglichen Arbeiten. Ja, vielen Dank, ganz klares Statement dazu. Ich schaue nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, vielleicht nochmal eine Frage. Also ich erinnere mich halt an die Zeit, als wir noch Pulmonalarterienkatheter routinemäßig gelegt haben bei Sepsispatienten. Wir haben keine Kardiochirurgie und Kardioanästhesie in Greifswald. Und das hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Würden Sie das so sehen, dass auch diese Methode nach wie vor einen Platz hat bei nicht-kardiochirurgischen Patienten? Ja, klar. Aber also ich meine, vieles wird vom Echo tatsächlich übernommen, aber bei einem Patienten mit einer pulmonalen Hypertension, wo das bei einem Patienten im Rechtsherzversagen aus den verschiedensten Gründen ist die Information über die pulmonalarteriellen Drücke wichtig. Und wenn ich keine Einschätzung über, sagen wir mal, die Echokardiographie kriege, und da gilt auch wieder das Gleiche, das ist eigentlich kein Monitoring-Verfahren, dann brauche ich ein pulmonales Katheter und da ist es natürlich schade und auch schwierig, dass man sagen muss, dass damit eigentlich die Expertise in den allermeisten Fällen ziemlich verloren gegangen ist. Ja. Was früher zu häufig angewandt worden ist, wird heute zu selten angewendet. Aber auch dabei gilt, wenn die Indikation für da ist und die Erfahrung damit da ist und die Bereitschaft, sich mit diesen Messdaten, die man da kriegt, dann auch, sagen wir mal, im Kontext auseinanderzusetzen, dann ist die Indikation weiterhin für da. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Würden Sie da noch so eine kontinuierliche HZV-Messung, gibt es die noch? Und welche Bedeutung würden Sie dann der gemischt-venösen Sättigung beimessen? Also ich glaube, das kontinuierliche HZV-Messen können wir anders, mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Das ist natürlich schon auch eine Frage, wie viel Euro man da reinsteckt dann in so einen Patienten an der Stelle. Und ich glaube, das Thema natürlich in speziellen Situationen, wenn wir dann von der zentralvenösen zur gemischt-venösen Sättigung kommen. Aber ich glaube, wenn wir schon mal auf der Ebene sind, dass wir die zentralvenöse Sättigung tatsächlich als das einsetzen, für das man es einsetzen sollte, nämlich auch als Ausgangspunkt für eine Differentialdiagnostik. Die zentralvenöse Sättigung gibt uns keine Antwort, was tatsächlich schiefläuft. Sie sagt uns nur das, was schiefläuft. Dann wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. Also ich glaube, da kommen wir jetzt von der Pflicht in die Kür dabei rein, die ganz, ganz selten tatsächlich, sagen wir mal, dann kriegsentscheidend in Anführungszeichen ist. Okay. Ich habe jetzt hier ein bisschen Nebengeräusche. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, weil der Hubschrauber gerade landet. Ich sehe keine weiteren Fragen, nicht in F&A und auch nicht im Chat. Und Handmeldungen habe ich auch nicht wirklich gefunden, sodass ich mich bei Ihnen, Herr Professor Reuter, nochmal ganz herzlich bedanken darf für den tollen Vortrag und auch für die tolle Diskussion. Und ich habe eine Menge mitgenommen und so ein bisschen meine Zweifel, also
an den invasiven hämodynamischen Monitoring, die sind wieder ein bisschen gewichen und ich glaube, wir werden uns wieder ein bisschen intensiver auch darum kümmern, aber dann konsequent, weil es eben ein Baustein in der ganzen Situation ist und eben am Ende, ich glaube, das war auch eine Ihrer Hauptaussagen, eine individualisierte Diagnostik und dann Therapieüberwachung und Therapie eben ermöglicht. Gut, alles klar. Ja, dann schöne Grüße nach Rostock und bis bald wieder. Ja, danke.